Und hallo zurück zu Final Fantasy XVI, Episode 93. Und wir sind jetzt hier immer noch im Versteck und ja, machen erstmal viel Nebenkram, bevor wir mit der Story weitermachen. Ihr kennt das. Habe ich hier schon... Ja, sorry, habe ich schon gemacht. Genau. Ja, hier drin haben wir alles gemacht. Jetzt gehen wir mal zu Tian und reden mit ihm. Courage, Ifrit. My decision is made. Meine Entscheidung steht fest. Meine Flügel werden euch und euren Bruder nach Ursprung tragen, auf dass der Name des Hauses Lesage ehrenvoll in die Geschichte eingehen möge. Nicht in Schande. Selbst wenn ich nicht... Eure Hoheit, wollt ihr etwa... You said it yourself. Ihr habt es selbst gesagt, möglicherweise ist dies eine Reise ohne Wiederkehr, und doch bin ich entschlossen, sie anzutreten. Ultima hat mir bereits so vieles genommen, und wenn sein Werk erst vollendet ist, wird niemand von uns etwas von Bedeutung bleiben. Wir müssen ihn aufhalten. Koste es, was es wolle. Ihr habt recht, ich danke euch, Hoheit. Ihr seid genauso voreilig wie euer Bruder. Dankesbezeugungen können warten, bis all das hier vorbei ist. I await your word. So, du hast eine Nebenmission für mich. Ah, Clive. Über die letzte Schlacht. This is it then, brother. Es ist soweit, Bruder. Dies wird unser letzter Tanz mit Ultima. Nur der Begründer weiß, was uns dort oben erwartet. Indeed. Ja, aber was immer es ist, wir werden stärker sein. Wir dürfen unsere Freunde nicht enttäuschen. Sie glauben an dich, Clive. Sie alle würden dir bis ans Ende der Welt folgen, wenn sie könnten. You're wrong. Das sehe ich anders. Meine Freunde folgen mir nicht, sie spornen mich an. Ohne sie wäre ich niemals so weit gekommen. Und erst recht nicht ohne dich, Joshua. Du hast mir deinen Segen gewährt und mich zu deinem Schild ernannt. Hast mich zu deinem Schiff ernannt. Ohne dich hätte ich das alles nicht überlebt. Selbst als wir getrennt waren, warst du mir immer nah, und jetzt bist du hier an meiner Seite. Of course. Und das bleibe ich bis zum Ende, wann immer das sein mag. Wo ein Wille ist. Joshua, what's wrong? And don't say nothing. It's not nothing. I've received word from Cyril. The Undying have found Father's will, or something akin to it. His will? How and where? In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the Duchy yet remained. And in the process of doing so, they found a letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but would you join me? Wo ein Wille ist, mit Joshua nach Tabor reisen? Natürlich. Of course. I want to know what's in that letter as much as you do. Very well. I am ready to leave when you are. Auftrag angenommen. Back to Tabor then. Not to be reunited with Yote this time, but with Father. Na gut. Do you think they'll come back? So, ich muss nochmal runtergehen. Weil hier oben die Leute haben sich ja verändert. Auch die Position und alles. Also muss hier unten auch wieder Normalität eingekehrt sein, denke ich. And how the hell is Sid gonna deal with that? What do you think that thing is? It's a damn distraction is what it is. Now back to work. Ne, irgendwie sind die gleich hier unten. Sorry. Can't take you where you need to get to. But the Argo and me'll be waiting when you get back. Okay. Doch, der hat einen neuen Text, glaube ich. So, das geht jetzt bloß schneller als mit dem Lift zu fahren. Deswegen habe ich das so gemacht. You be careful up there. If you happen to snag your britches on anything, be sure to bring them back to me. I feel like it's calling. Sid, I was wondering if you could help me. It depends what with. A bearer, but recently freed from his bonds, is keen to join the Curse Breakers. As you know, the work we do is not easy, which is why we test every volunteer's suitability. I was hoping you could oversee this one's evaluation. I don't mind, but why this one? Because
He wants to be a scout. Our ranks are filled with men and women capable of breaking chains and putting slavers to the sword. But scouting, we're few with the nose for that, which is why we still rely so heavily on Gav. And since he accompanies you on so many of your missions, I thought you might be better placed to recognize the traits in him that we should look for in those who'd fill his boots. Sounds reasonable. So you're happy to oversee the boys' test then? Speer und Spee. Bei der Bewertung wird das helfen. Wenn es um Nachwuchs für die Speer geht. Punkt. One can never have too many scouts. Truer words, Sid. I'll let the initiate know that you'll be attending his trial, and that he is to proceed directly to Northreach in readiness. No time like the present, eh? No time like the present. I'll await you there. Auftrag angenommen. Speer und Spee. Okay, cool. Auch das so. Northreach. I don't suppose they could have chosen somewhere closer. Auch das so komplette Nebencharaktere, die vielleicht nur ein- oder zweimal in der Story irgendwie vorkommen, dass die halt auch dann so Nebenquests geben und doch nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise wichtig werden. Das finde ich halt ganz cool. Und dass halt, wie gesagt, jede Person hier auch einen Namen hat, mit der man sprechen kann, beziehungsweise die spricht, wenn man an denen vorbeigeht. Doris. Auf jeden Fall ganz cool. Sid, do you have a moment? By all means. It's my old master. Seems there's no escaping her. She found some way to send me a letter. And something else. Records from a Waluda prison. Seems they were keeping a lot of bearers there. How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point. And it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, the masterless. Bearers no one would miss. And even better for her, bearers with no one to look after them. When ether started lapping at the walls, the jailers fled. Leaving the bearers to be liberated by whoever happened to come along next. Sid, I'd like to believe that I've earned your trust by now. And while I'm well aware that you've forbidden Cursebreakers from traveling to Waloed, I can't let those bearers die in their cells. I'd rather risk shipwreck on the Shadow Coast than leave them to starve. Ein Licht im Dunkel. Doris zur Balmung Warte begleiten. Wir gehen zusammen. We'll be needing the Enterprise if we're going to navigate the Narrow. Does that mean... I'm making an exception, but we travel together. And we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the best of times. We save as many as we can, and we leave. Thank you, Sid. There was a name in the prison register. A name from my past. Chadwick. Another of my former master's protégés. A gifted soldier, and the closest thing I had to family. The thought of him held captive in that place. He must be very important to you. He was. Is. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Ravenwit walls, just beyond the portcullis. We should head there as quickly as we can. I only pray there are still bearers alive to save. As do I, Doris. Auftrag angenommen. Ein Licht im Dunkel. How long has it been since the jailers of Balmung abandoned their charges? Without food or water, they won't last long. So, na gut. Twinside's hundreds of leagues away. So, du. Clive. Here you Auch neue go. Sachen. Ein neues Joch 2. Nordstedt, Isabel, Nordstedt. Ist nix. Hier Hasenjagd 2, Dalmir Schenke, Lubo, Dalmir Schenke. Okay, das geht also weiter, diese Story dort. Ewige Pflicht, Tabor, Cyril Tabor. Okay, ja, das sind einige, viele neue Nebenmissionen. Über die letzte Schlacht. Du willst es also ernsthaft mit diesem Ultima aufnehmen? Als ich mich Sid angeschlossen habe, um Trägern zu helfen, hatte ich eigentlich nicht im Sinn, mich mit Göttern anzulegen. No. Hat Sid dich etwa nicht gewarnt, dass die da oben nicht tatenlos zusehen würden, wie wir die Welt verändern?
Du hast dir recht und es ist eh nicht so, als hätte ich was Besseres zu tun. Von nun halte ich den Mund. Bitte nicht, ohne deine klugen Ratschläge würde hier im Versteck nichts laufen. Is that right? Ach ja? Na, dann suche ich mir einfach ein anderes Thema, über das ich mich beklagen kann. Über das Versteck. Diese ganze Aufregung, ich werde langsam zu alt dafür, auch wenn sich hier keiner traut, mir das ins Gesicht zu sagen. Might be time to take a step back. Vielleicht ist es an der Zeit, das Ruder an die Jüngeren abzugeben. Gorthia ist ungefähr so hell wie ein Raumfass von innen, aber er trägt das Herz am rechten Fleck. Und immerhin lässt er sich von all seinen Patzern nie entmutigen. Wenn ich ehrlich sein soll, war ich in seinem Alter auch nicht besser. But if it weren't for Sid, Hätte Sid mich nicht regelmäßig auf die Schnauze fliegen lassen, damit ich aus meinen Fehlern lerne und mir dann eine Hand gereicht, um mir wieder auf die Beine zu helfen, würde heute ein absoluter Versager vor dir stehen, wenn ich es überhaupt so weit geschafft hätte. I'll be here if you need me. Das ist schon auch krass, muss ich sagen, wie weit die gekommen sind, wenn ich jetzt dran zurückdenke. Ich habe ja jetzt, spiele es seit einem Dreivierteljahr raus ungefähr, oder nicht ganz, aber über ein halbes Jahr auf jeden Fall. Und ich habe ja auch lange Zeit dazwischen pausiert, immer mal. Also ich für mich selber, jetzt das Let's Play an sich, das läuft ja jetzt durch. Aber wie krass das ist, das erste Versteck, ne? Wie lange das noch zurückliegt. Ja. Okay, ja egal, gehen wir erstmal zu Vivian. Vivian, I read your note, and I'd be happy to help you find the book you're looking for. Thank you, Clive. But tracking it down will not be easy. Are you sure? Please. You have always granted me your wisdom and insight whenever I asked. It's only right that I return the favor. Or at least attempt to. You are too kind. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd lecture. I spoke with Harpocrates to see if he had any inkling as to where another copy might be found, but perhaps it is best that you hear the details from him. If you say so. Forgive me, Clive, for asking this of you. But this book, it set me on the path to becoming who I am today. Its importance cannot be overstated. Okay. Back again? Die Lage war das erste What is it Mal. that you wish to learn? Gebrochene Grat, der Ursprung allen Übels. Keiner der Mutterkristalle steht mehr, doch an ihrer Stadt erhebt sich etwas noch bedrohlicheres in den Himmel. Ein uraltes Relikt, welches Ultimal Ursprung nennt, bricht aus den Tiefen unter dem Kristall Dominium. Fortan hält es im Himmel über Valisthea eine unheimliche Mahnwache, als wolle es wie ein neuer dunkler Mutterkristall das Ende aller Tage verkünden. Study it well, Clive. Jo. Thus ends today's lesson. What will it be today? Über die letzte Well, Schlacht. Clive, Und Clive, bist du bereit für den Kampf, der dir bevorsteht und die Opfer, die du dafür bringen musst? I am. Das bin ich. Erst wenn Ultima tot ist, sind wir wirklich frei. Und dann musst du der Welt helfen, die Wahrheit zu begreifen. Darauf verlasse ich mich. naturally. Es wäre mir eine Ehre, aber im Gegenzug musst du mir etwas versprechen. Komm zu uns zurück. Wie soll ich die Geschichte der Welt ohne einen Bericht der Helden lernen, die für ihre Neugeburt gekämpft haben? I shall. Wir alle werden für deine Rückkehr beten. Harpocrates knows of the tome I seek. Whether what he has to say makes you happy to have agreed to help me is another matter. Godspeed. Okay. So, du hast nichts Neues. Jetzt einige Gespräche. You nearly collapsed back there. So. Just a touch of the vapors. Feeling ill? Über die letzte Schlacht. No sooner have your wounds mended. Kaum sind deine Wunden versorgt, findest du eine Ausrede, dich zurück in die Schlacht zu stürzen. Aber nur, weil sie so hervorragend versorgt wurden. Und das verdanke ich der besten Heilerin weit und breit. Spar dir deine Schmeicheleien für Jill auf. Ihr redet ernsthaft davon, einen Gott zu töten, Clive. I may not have Gav's nose. Ich habe vielleicht nicht Gerbs Riecher, aber auch ich kann Gefahr wittern und ich sage dir, euer Plan lässt bei mir alle Alarmglocken läuten. Das ist das letzte Mal, versprochen. That's what I'm worried about. Genau das macht mir doch Sorgen, Clive. Auch wenn ich dir 1000-mal die Wunden vernähen muss, ist das immer noch besser, als dich nie wieder hier in der Krankenstube zu sehen. Verstehst du? I do. Natürlich, danke. Über Taria. What I truly like
Was ich mir wirklich wünsche, ist, mein Wissen über Kräuter und Heilkunde mit der Welt zu teilen. Ein Kind, das von Medizin nichts versteht, staunt über jede Heilung wie über ein Wunder. Teach her medicine. Wenn es jedoch lernt, wie das Handwerk oder der Heiler wirklich funktioniert, lässt es sich selbst von einer Welt ohne Wunder nicht mehr erschüttern. Try to stay out of I'll trouble. use tea stop the fits. I only hope they stay stopped. Thank you, my lord, for taking So, me okay, in. das ist... Kenne ich schon. Yes, my lord? Jote, über die letzte Schlacht. My lord. My Lord, ihr werdet also wirklich gehen. I am. Das werde ich und Joshua auch. Ich weiß, dass ihr euch um sie sorgt, aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit der unversehrt zu euch zurückkehrt. I do not doubt it. Daran habe ich keinen Zweifel. Ihr wart sein erster Schild und ihr werdet es immer sein. Ich hatte nur vorübergehend die Ehre, ihm als Beschützerin zu dienen. Nun hat seine Gnaden mich gebeten, das Versteck zu beschützen, also werde ich genau das tun. Thank you, Jote. Danke, Jote. May you return safely. Ich hoffe, dass ihr beide wohlbehalten zu uns zurückkehrt, my Lord. Ich werde dafür beten. Have care, my lord. So. It couldn't have been easy for her making the journey from Ash. What with her belly so fat? You'd be surprised the lengths a mother is willing to go for her child. Hast du was Neues? Nee. All this time, my heart has wandered hither. So. Mit hat doch bestimmt noch was zu sagen. Ja, sieht so aus. Alright, Clive. Hättest du dir für dein kleines Gespräch mit Ultima keinen Ort aussuchen können, der nicht ganz so abgehoben ist, dann hätte ich dich begleiten können, um mir auch endlich mal einen Namen zu machen. Stattdessen sitze ich hier dumm rum und muss seiner erlauchten Kaiserlichkeit den ganzen Ruhm überlassen. Make a name for Um yourself. dir einen Namen zu machen, ohne die Enterprise hätten wir Jill nie retten können. Wären wir nie nach Ashra gelangt, hätten wir Stone hier nie lebend verlassen. All das war nur deinetwegen möglich, weil du deinem Traum gefolgt bist und dein Versprechen an Sid gehalten hast. Jetzt muss ich mein Versprechen halten. You better bloody I'd do and all. Und wehe, du hältst es nicht, dann nehme ich dir den Namen wieder weg. Vielleicht kriegt ihn dann Gav oder Jill. Oh ja, auf jeden Fall Jill. Give a melon half, Clive. That crystal certainly don't bode well. Okay. But just think of all the secrets it must hold. Oh, gibt mir jetzt der geheimnisvolle Mann, mysteriöse Mann die Nebenmission hier oben? Hier ist ja irgendwas. Nee, ist irgendjemand anders. I will not let them be forgotten. Herman. Sid, may I have a moment? Of course. It is an honor to finally speak with you. My name is Herman. I've been with the Cursebreakers for some time now, and I wish to be deployed to Ash. Any assignment will do. No. The lands across the Narrow are too dangerous. I will not send good men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back? I need to retrieve something. Something important. I was raised in an orphanage. The Badbach Conservatory. Or rather, I was held captive there. It was not a place of nurture. It existed solely to turn bearer children into mindless weapons. We were tortured until we feared no pain. Tormented until our hearts turned to stone. And few ever survived long enough to become tools of the last king. I can't imagine. I lost so many. I can't even remember all their names. But they must be remembered. They cannot fade away, faceless and forgotten. The Institute was run with military precision. Every child measured, every name recorded, every death logged with meticulous care. Sid, allow me to travel to Ash and recover the registry so that my brothers and sisters might live on. Institut des Grauens. Herman nach Ashra gehen lassen. Nein, ich werde gehen. You were a good friend, Herman. But the fact remains that Ash is simply too dangerous. Sid, please.
even should it cost me my life. Too dangerous for you, Herman. But not for me. I'll go to Bad Bach and find the registry. You will? I won't let you risk your life. I don't know how to thank you. You can start by telling me where I'll find this orphanage. Vida Grace. Hidden in a forest, overlooking the plains. All right. I'll see what I can find there. May the mothers guide you. Auftrag angenommen. Institut des Grauens. Ja, da war ich ja schon gewesen. Aber da war halt noch nichts zu finden, weil dieser Story-Trigger ja noch nicht stattgefunden hat. Also dieser Nebenquest-Trigger. The plains of Vida Grace have haunted my dreams since I escaped from the orphanage. I can't say I was looking forward to returning. Okay. Do you suppose it's magic keeping the thing afloat? So there's a new mother. What else could it be? Passing over it won't see the hens fed. One moment you think you've freed the realm from her fate. The next, Gut. the darker one rears up to replace it. Dann ist ja hier... Achso, noch der eine hier unten. Der eine Nebenquest. Miss Middledore. Not exactly. I heard she was kicked out of the She's university. preoccupied, but then again, when isn't she? When you return, would you mind teaching the children another lesson? Okay. Jetzt muss ich erstmal die ganzen... Jetzt hat sich natürlich hier wieder dieser Dialog überlappt mit den Kindern. Aber ich spreche jetzt einfach mal mit denen. Sid, you have to help us. With what? You didn't take apart another of Mid's contraptions, did you? No. Well, yes, but that's not what we want to talk to you about. It's Miss Middledore. She's been acting strange. Very strange. She's barely ever around. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. That's what I said, in the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Not long ago. Right after she got back from saving you from Stonear. Then it's probably just about the Enterprise. It did take quite a battering on the way there and back. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more careful around Miss Middeldore's inventions. Don't listen to her. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Middledore back together? She seems really sad. Hoch hinaus, herausfinden, was mit so beschäftigt. Ich bin selbst etwas besorgt. Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that? For us? She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Auftrag angenommen, hoch hinaus. Ja, den kann ich eigentlich direkt verfolgen, weil ich ja den kann ich ja gleich machen. Miss Shirley says we're not allowed in the dungeon. But Miss Middledore doesn't mind. Gehen wir da mal hin einfach. Ich war ja gerade bei ihr. Mid, if you have a... That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all along! If this doesn't steer to the skies, nothing will! To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so I'm gonna do something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. And see where that got them? But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. But if a godfather's offering to lend a hand, I'd be happy to take it.
First, I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the Tub and Crown. Refined stuff, like they make in Ordil. Then I'll need some bone, or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. If it's beast bones you're after, I'm sure the Cursebreakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? I should speak with one of the Cursebreakers before I set off for Old Hill. See if I can't find this bone while I'm there as well. I make an oil down at the docks in Aldale that's as slippery as the sea nasties they render it from. With that and the bone I told you about, I shall be able to finish the prototype. Na gut, gut. Has Midadol mentioned a new project yet? Not exactly. She seems preoccupied, but then again, when isn't she? Dann schauen wir dort mal. Ob ich einen Fluchbrecher finde, mit dem ich reden kann. Hui. Dem hier. All right, Sid. Come to buy us around, have you? Only if you earn it. Mid needs a piece of light but durable bone for her next project. You've encountered your share of beasts on your travels across the realm. Any ideas? Most bones are the same. Whack 'em hard enough and they'll break. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. You know what an adamantus is? I do. And I know to give them a wide berth. Will any old adamantus do? Well, with shells, the older the harder. There's a rumour of an ancient adamantus down in Karava, near Old Bidza. Or what's left of the village anyway. But don't expect to make quick work of the bastard. There's a reason it's lived as long as it has. I'll keep that in mind. Thank you. Normally I wouldn't recommend going anywhere near an adamantus, let alone one that's had a few centuries to let its temper simmer. They're mean bastards, and they only get meaner with age. Why do you think the village of Old Bidza was abandoned? So, jetzt gehen wir noch mal schnell mit Harpokrates reden. Wenn ich dieses Wort aussprechen kann, diesen Namen. Clive, my boy. What a pleasure it is to see you. Harpocrates. There's something I need to ask you. I've been charged with locating a book called From a Distance. Then you seek a rare gem indeed. One whose name I had not thought to hear from your lips. You've been talking to Vivian. Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. And yet I gather it did naught to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The executors would not allow it. The executors? Coveters of Secrets. A clandestine organization committed to the collection and intenebration of forbidden texts and technologies. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history of the enslavement of bearers, a tale which could overturn the established order were it ever to become widely known. Or, so rumor has it. I've never actually read the thing, or even set eyes on it for that matter. How is it that I haven't heard of this organization? Why, secrecy is the executor's watchword. They lurk in the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions, or people, before disappearing again, leaving nary a trace. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the executors, yes. But what drives them?
Self-interest or ideology? Fine question. Sadly, all that is known of the executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Any answer I give would be pure speculation. Then my hunt was doomed from the first. What was Vivian expecting? That I'd pluck it from thin air? Not from thin air, no. From ash. Rumors of the executors are rife among the scholars of Storm, but rather less so across the strait. I have a friend. Well, I had a friend in the village of Garnick, a collector of rare tomes, upon which subject we would oft correspond. Alas, I have heard naught from him since the skies fell dark. And no doubt he too has turned. But though he did not mention it by name, it is possible that a surviving copy of From a Distance yet rests upon one of his many shelves, quietly awaiting discovery. If you were, by some chance, able to save even a single book from the poor man's library, I know his soul would rest easier. Very well. When I next find myself in Waloed, I'll be sure to pay Garnick a visit. Mhm. Knowledge hoarded is knowledge lost. Ja, über die letzte Schlacht. Ah, yes. Ah ja, ihr habt also eine Lösung gefunden. Die wird uns tragen. Indeed. Wahrhaftig ein angemessener Auftakt für den letzten Akt. Nun habe ich doch tatsächlich lange genug gelebt, um Zeuge dieses bedeutsamen Ereignisses zu werden. Gegen einen Gott zu Felde zu ziehen, ist keine leichte Aufgabe, Clive. Ihr müsst euch eurer Sache sicher sein, damit die Winde des Schicksals euch nicht vom Weg abbringen. Seid ihr euch eurer Sache sicher, Clive? Das bin ich. Dann geht und tut, was getan werden muss. Having never visited, I cannot tell you exactly where in Garnick my friend's lodgings lie, but he did mention they were some distance from the road. I make no guarantee that you will find what you seek there, only that it is the best and perhaps the only place left to look. So, dann schauen wir nochmal hier I have a rein. few new notes that might interest you. Bevor wir hier alles gemacht haben und aufbrechen. What subject shall we consider today? Habe ich fast gar nichts, wie ich das sehe. Akasische. Wird ein Lebewesen zu lange konzentriert im Äther ausgesetzt, verwandelt es sich unwiderruflich in eine wilde Kreatur. Es verliert jegliche Intelligenz und jegliches Bewusstsein seiner selbst und wird von einem plötzlichen Schwall an Lebenskraft durchströmt, was sich meist in abnormaler Stärke und brutaler Aggression zeigt. Durch Ultimas Primogenesis wurden unzählige Menschen zu Akasischen. Barnabas zog sie zu einer Armee zusammen, die genug Leid und Zerstörung bringen sollte, dass auch der überlebende Rest seinen Willen verliert und in seinen Augen rein wird. Okay, das war das Einzige. So, was ich mir überlegt habe, ist, also was mir so im Kopf rumschwirrt, ist, dass es ja diese ganzen Orte gibt. Marthas Rast und so. Und ob die jetzt auch neue Dialoge und Texte haben, weil die auf diesen Kristall hier reagieren, bedeutet das ja, dass ich da hin muss und mit denen allen reden muss. Also ich für mich muss das tun, einfach weil ja die jetzt auch reagieren, oder? Look, Daddy. Shining so brightly. Isn't it pretty? Yeah. Pretty blowing sinister. We've got a few rooms going spare now. Aber Guardians of the Flame were true friends to the bisher, rest. okay, die haben jetzt ihre alten Dialoge, aber Martha hat was Neues zu Can't sagen. say it wasn't a relief to see the better part of the Guardians finally taking their leave. Das kenne ich schon. Barely had room to breathe, what with them and us and all. Just about surviving, are you? Über Marthas Vergangenheit. When I was a little girl, Als ich ein kleines Kind war, hatte meine Familie eine Trägerin. Eine alte Frau, die in einer Ecke in der Scheune schlafen musste. Solange ich denken konnte, war sie für mich da gewesen, hatte sich um meine Erziehung gekümmert und mit mir gespielt. Obwohl ich keine einzige Mahlzeit mit ihr zusammen gegessen und nie unter demselben Dach wie sie geschlafen habe, gehörte sie für mich zur Familie. Als sie starb, drückte sie mich ein letztes Mal fest an sich und flüsterte mir ins Ohr: Martha, mein Sonnenschein, ich bin so froh, dass du keine Trägerin geworden bist. Erst Jahre später habe ich erfahren,
dass sie nicht irgendeine Trägerin war. Sie war meine Großmutter. Grandmother. Ich kannte nicht mal ihren wahren Namen. Ich habe nie etwas für sie getan und am Ende habe ich sie auf dem kalten Stroh sterben lassen. I swore then and there. Damals habe ich mir geschworen, dass ich für Träger kämpfen würde, bis sie frei sind, wie alle Menschen. Und wenn ich dir in die Augen blicke, Clive, dann habe ich das Gefühl, dass dieser Tag früher kommen könnte, als ich es mir erhofft hatte. Kurz nach dem Überfall auf Rosalit sind wir Wade und seine Männer hier aufgetaucht und haben um Zuflucht gebeten. The wind right up us. Erst wussten wir nicht, was sie tun sollten. Du hättest sie sehen sollen, in ihren dreckigen Lumpen. Wir dachten schon, dass sie Räuber sind, die die Rast plündern wollen. Aber ein paar Leute, denen sie geholfen hatten, aus der Hauptstadt zu entkommen, haben sie wiedererkannt und für sie gebürgt. Thank goodness they did. Zum Glück, denn seitdem haben die Hüter der Flamme uns unterstützt, wo sie nur konnten. Sie haben sich um Träger gekümmert und den Blutweilen gezeigt, wie Schilder Rosarias kämpfen. Und wenn es dunkel wurde, haben sie sich alle ums Lagerfeuer versammelt und alte rosarische Lieder gesungen. Mir sind beim Zuhören regelmäßig die Tränen gekommen. Like being back in the glory days. Irgendwie verrückt, als Kinder hatten wir die Schilde in ihren strahlenden Rüstungen verehrt und auf einmal saßen sie in unserer Mitte und gehörten zu uns. Half of me wishes they hadn't left. Um ehrlich zu sein, wäre ich froh gewesen, wenn sie für immer geblieben wären, aber ich weiß, dass sie in Eastpool gebraucht werden und es ist ja nur einen kurzen Ritt entfernt, wenn wir einmal in Not sein sollten. Natürlich auch, wenn sie uns brauchen. Schließlich sind wir alle Rosarier, keine feinen Lords und hilflose Maiden, sondern stolze, fleißige Männer und Frauen, die sich gegenseitig helfen. Über die Zukunft der Rast. It ain't exactly a bed of roses. Die Zukunft sieht ziemlich düster für Rosaria aus. Überall brechen Ätherfluten aus und jeden Tag stehen mehr Menschen auf der Flucht vor unseren Toren und flehen uns um Hilfe an. Seit sich der Himmel verdunkelt hat, kämpfen wir ums blanke Überleben. Aber wir sollten uns nicht beklagen, schließlich gibt es auch Grund zur Freude. Die Kaiserlichen sind wir fürs Erste los. Die Garnison wurde weiter in den Osten verlegt und mit ihr die wenigen Schwarzschilde, die noch leben. Was bedeutet, dass wir uns um die Sicherheit unserer Träger nicht länger Sorgen machen müssen. Wir können sie endlich behandeln wie normale Menschen, genau wie in Eastpool. That's just the start. Das ist nur der Anfang. Wenn die Dinge dort gut laufen, dann wird der Rest Rosarias begreifen, dass wir auch ohne Magie und ohne Sklaverei leben können. Dass wir alle verdienen, frei zu sein. Give the others my regards. Are the bearers taking well to their new home, do you know? I sometimes worry how they'll manage without me to cook and clean for them. So, also scheinbar haben ein paar ausgewählte Leute Dialoge. Ich will mal nach Eastpool gehen. Mal schauen, ob ich hier mit irgendjemandem reden kann. Das war ja hier immer eher so. Okay. Sieht so aus, als hätten die sich jetzt hier schon. We had no idea what it meant to live free. But that's all going to change. Starting now. We all know what we're doing then? Alright, everyone to their positions. And if you need help, just call out. Okay. Die haben sich jetzt hier schon langsam eingelebt. Da ist niemand. Forgive me, my lord, but I can't stop to talk. I need to teach this bearer how to draw water. And I got others breathing down my neck to help them with the field work. Okay. So, ist dort hinten noch jemand? Da ist jemand. In dem Grab. Lord Rossfield has taken me under his wing, Aunt Hannah. In time, I shall become a shield and do our family proud. Okay. So, der Sir Wade, mit dem konnte ich auch noch reden. Das heißt, ich muss, bevor ich das Finale einleite, dann auch nochmal mit allen so reden, so ein bisschen. That's it. Eyes forward and strike. Yes, my lord. Also in allen solchen Orten nochmal, ja, auch mit denen nochmal geredet zu haben. Oder, ja, finde ich halt immer ganz geil, wenn so Welten sich verändern. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Nach bestimmten Ereignissen. So, Wade, du hast noch was. Über Wade. Had you told me?
Hättet ihr mir damals in Rosalit gesagt, dass ich eines Tages für mein eigenes Dorf verantwortlich sein würde, hätte ich es für einen Scherz gehalten. Und zwar einen schlechten. Doch jetzt bin ich hier. Das Problem ist, dass ich, seit ich alt genug zum Laufen bin, nichts anderes kenne als die Axt. Und obwohl sie mir vielleicht gelegentlich den Hals gerettet hat, eignet sie sich weder zum Bestellen von Feldern noch zum Bau von Trögen. Truth be told. Um ehrlich zu sein, my Lord, habe ich so viel Zeit meines Lebens mit Kämpfen verbracht, dass ich nie wirklich gelernt habe, wie man lebt. So that's what I'm doing now. Also mache ich das jetzt. Oder versuche es zumindest. Zum Glück ist Martha immer in der Nähe, wenn ich sie brauche, was öfter vorkommt, als ich es zugeben möchte. Solltet ihr euch fragen, ob das bedeutet, dass ich nicht mehr für Rosaria kämpfe, so kann ich euch versichern, dass ich damit nie aufgehört habe. Eastpool is the duchy. Eastpool ist das Herzogtum und mit dem Wiederaufbau des Dorfes beginnt auch der Wiederaufbau des Landes. Hier wird alles seinen Anfang nehmen. Über Eastpool. Driving back the horde was easy. Die Horde zu vertreiben war einfach, aber jetzt kommt der schwierige Teil, das Überleben. Leider sind es die Träger hier gewohnt, sämtliche Arbeiten mit Hilfe von Magie zu erledigen, da sie es ihr Leben lang nicht anders gekannt haben. Bevor sie sich uns angeschlossen hatten die meisten noch nie mit den Händen gearbeitet, geschweige denn einen Flug bedient. Not that they're lazy. Nicht, dass sie faul wären, natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Es ist nur so, dass sie Zeit brauchen, um einige grundlegende Dinge zu lernen, bevor sie sich um ein Lager oder einen Stall kümmern können. Und wir können nicht zulassen, dass sie sich durch den Einsatz ihrer Gabe selbst schaden, wenn auch ein paar Hammerschläge zum selben Ergebnis führen würden. Außerdem breitet sich die Fäule immer weiter aus und irgendwann werden sie gar keine Magie mehr wirken können. No. Wenn wir also überleben und gedeihen wollen, ist es an der Zeit, dass wir uns wieder auf unsere eigenen Hände verlassen, so wie es der Begründer getan hat. Ihr und eure Freunde im Versteck habt uns allen gezeigt, dass es möglich ist. Nun müssen wir es nur noch tun. Über die Hüter der Flamme. Nicht viele Schilde sind in der Nacht am Phönixtor den Schwertern des Kaiserreichs entkommen, doch die wenigen Überlebenden haben damals geschworen, unsere Heimat zurückzuerobern, egal wie lange es dauern würde. Das war allerdings leichter gesagt als getan, besonders in jenen frühen Tagen, als man alle, die eurem Vater treu geblieben waren, gnadenloser gejagt hat als Banditen. Für das Kaiserreich waren wir Geächtete, aber das war uns nur recht, denn so konnten wir uns umso leichter verstecken. Letztendlich wurden wir entdeckt, allerdings nicht von den Schergen des Kaisers, sondern von eurem Onkel Byron. Ich erinnere mich noch an seine Worte. Stolze Schilde des Herzogtums und Erben des Vermächtnisses meines Bruders Großherzog Elwyn. Ich, Lord Byron Rothfield, schwöre bei meiner Axt, dass wir unsere Nation gemeinsam wieder aus der Asche auferstehen lassen. And while he has yet to lend his axe. Seine Axt hat er bisher noch nicht für uns geschwungen, aber er hat uns immer großzügig mit Spenden unterstützt, trotz des erheblichen Risikos, das mit unserer Zusammenarbeit verbunden ist. Dank dieser Großzügigkeit haben wir so manchen dunklen Tag überstanden und konnten sicherstellen, dass unsere Flamme nie erlosch. Und jetzt mit eurer Hilfe, my Lord, und der von gütigen Seelen wie Martha, haben wir endlich das Gefühl, etwas zu bewirken. Doch es gibt noch viel zu tun, denn obwohl der Einfluss des Kaiserreichs auf unsere Heimat schwächer ist als früher, werden die Wunden, die fast 2 Jahrzehnte sambrekischer Herrschaft hinterlassen haben, nicht so schnell verheilen. Und wenn sie das tun sollen, dürfen wir die Flamme unserer Vorfahren nicht länger nur behüten, sondern müssen sie anfachen, damit sie auf die Herzen aller unserer Brüder und Schwestern überspringt. Und dann wird das Herzogtum wahrhaftig wieder auferstehen. Found to give you strength. Hat ziemlich viel zu erzählen gehabt. Viel zu erzählen. Oh mein Gott. Ja, über meine eigenen Wörter stolpern, das ist so mein Ding. Hier unten sind noch 2. All's well, my lord. Long may it stay that way. Okay, ja. Da gibt es ja hier bloß noch, gibt's hier noch ein paar Grünbünden. Ne, das ist, ja. Das ist kein Ort. Aber hier, an den Docks. Genau, Amber, das war so ein kaputtes Dorf, glaube ich, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Seidenstrand. Jo, gehen wir mal hier hin und machen da die Nebenquest. Oder den Teil der Nebenquest. So. Oh. Upsi. Jetzt habe ich aus dem Dreieck gedrückt. Schiffsschmieröl. After what happened here, it's a miracle there was any left at all. Oh.
Okay. So, ne, dann ist ja wahrscheinlich... Da glitzert was. This should be enough. So. Schiffsschmieröl. Ein dickflüssiges, übelriechendes Schmiermittel, das aus dem ausgelassenen Fett von Meerestieren hergestellt wird. Üblicherweise wird es von Schiffsbauern für die Kräne und Winden verwendet, die sie im Schiffbau einsetzen. Alrighty. So, da wird das schon mal gemacht. Und dann ist hier der treueste Freund. Achso, da ist Torgal. Oh, die Säule. Achso, hier ist das hier ein Ort eigentlich. Das war doch... Da ist ein Ort, aber da ist niemand mehr, denke ich. Da glitzert was. Egal. It's still here. After all these years. A lot smaller than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim, boy. I wasn't being serious. You two go on without me. I doubt that boat will hold a third. If you're sure, we won't be long. Hop in, boy. This place hasn't changed at all. The rookery's right through those trees. Come on. Okay, wo sind wir jetzt hier? Mist. Okay. Was ist das nochmal? Ein kleines... Race you there. I bet I could still beat you. Kleines eigenes Gebiet. Aha. Here we are. This was our hideaway. Wasn't it, Torgal? Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? This is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? My sparring sword. Well, well. You never stopped looking for me, did you, boy?
you, Torgal. For never giving up. For never forgetting. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. That's not the way back to the boat, Torgal. All right. I'm coming. Okay, aber kann ich hier nochmal hochrutschen und noch reingehen? Cool. Aha. So, habe ich jetzt das als Gegenstand gekriegt hier? Das Schwert? Nö. I think I know where we're going. People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. Auftrag abgeschlossen. Der treueste Freund. Und das war doch eine schöne Sache. Verkohltes Übungsschwert. Clives altes Übungsschwert, das ein treuer Freund aus den Trümmern gerettet hat, die die Invasion der Eisernen vor 18 Wintern hinterlassen hat. Merk dir, Clive, verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Lord Murdoch. Kavals Reißzahn +1. Selbst ein legendärer König mit einem imposanten Gefolge aus tapferen Rittern und dem Segen des Himmels hätte es fast nicht geschafft, den Krieg zwischen den Völkern zu beenden und Valistia zu vereinen. Zum Glück hat er Hilfe von einem fabelhaften Tier, seinem treuen Hund Kaval. Erhöht Torgals Angriffswert geringfügig. Okay. Sorry for the wait. We're ready. Na gut. Wir können dort... Okay, wir können dort aber einfach nochmal zurückgehen. Jetzt immer. Okay, das ist cool. Torgal, komm mal her. Das ist mein Feiner. When did you get so big? Ganz ein Feiner. So. Ja. Habe ich etwa schon Kavalsreißzahn normal? Oder warum ist das jetzt +1? Ah, da habe ich den schon mal geringfügig. Ziemlich viel Ausrüstungszeug hier. Status. Droma-Sprenger. Hat er immer noch 3 Ränge vor sich? Ist Level... Nee, 814. Doch ist Level 50 das Level Cap hier im Hauptspiel? Möglicherweise. Möglicherweise. So. Ja, da haben wir hier nichts mehr. Ah, hier ist das... Ah, okay. So, dann gehen wir einfach mal...
Hm. Ja, nach Dravusht. Da können wir bestimmt auch noch mal ein paar Gespräche führen. Welcome to Dravosh, Sid. Our gate's always open for you and yours. You're the one who butchered those Akashic feeds, aren't you? What do you think? I Okay, made die sind myself a alle. pair of bellons, just like Blackthorn showed us. Hier ist nichts geupdatet, aber vielleicht können wir mit Sultan reden. Sid, Nee, der hat auch nichts Neues. Aber im Laden scheint was zu sein. Dann gehen wir zumindest mal in den Laden. Are those bellows easy to work? I have some things for sale. Verteidiger, okay, Himmelstuch. Hauch der Dunkelheit. Eiserner Tanz. Ich brauche das nicht. Also, ja. Ich brauche diese ganzen Accessoires eigentlich gar nicht. So, würde ich sagen, wir machen noch das hier. Gehen wir mal hier rüber. Diese andere Nebenmission noch ist. Na, wie komme ich da einfach dort lang? Here we are again. Karava. If you were a tortoise, Torgal, where would you hide? So, okay. You deserve a rest. Muss ich die Schildkröte besiegen, da steht sie. Aber holen wir uns erstmal hier die Items, die hier rumliegen. It looks like we found him. Wüstengestein. So, jetzt habe ich 4, will ich mal ausprobieren. Also ich bin 4. Okay, das ist cool. Oh ja. Adamantai-Mai bezwungen. Adamantai-Mai-Panzer. Man nimmt an, dass einer Adamantai-Mai alle 2 Monate eine dünne
Neue Schicht ihres schützenden Panzers wächst. In Anbetracht der Tatsache, dass viele dieser Tiere hunderte von Jahren alt werden, überrascht es nicht, dass die Panzer der ältesten Tiere mehrere Handbreit dick und über 600 Pfund schwer sein können. I better get these materials to Mid so she can finish her prototype. Jo, okay. Da würde ich aber sagen, gehen, solange wir hier sind, erstmal hier hin. Nach Tabor. Ich weiß nicht, hier müsste... Gibt es hier jemanden, der vielleicht sprechen will mit uns? Hier drin. Achso, das sind die, die mir die Mission geben wollen. Okay, dann nehmen wir die jetzt mal an. Your Grace, my lord, I trust your journey was not overly onerous. Cyril, you found a letter from Father? Yes, I have it here. If you would do us the honor, my lord. An meine geliebten Söhne, ich weiß, dass ich euch in diesem Krieg, der uns bevorsteht, viel abverlangen muss. Jedoch sehe ich keinen anderen Weg, die Zukunft unseres Landes und unserer Familie zu sichern. Doch selbst wenn es uns gelingen sollte, die Barbaren zu bezwingen und Drachen auch zurückzugewinnen, bleibt die Gefahr der Fäule weiterhin bestehen. Eine Gefahr, gegen die wir nur dann siegreich sein werden, wenn ganz Rosaria zusammensteht. So der Begründer es will, werden meine Pläne unser Überleben sichern. Aber die Hindernisse, welche uns im Wege stehen, sind immens. Zu meinem Leidwesen wird daher eure Aufgabe sein, mein Werk fortzuführen. Ich weiß, dass ihr die Kraft, den Mut und den Willen dafür habt. Es schmerzt mich, dass ich euch dieses schwere Erbe hinterlassen muss. Deshalb habe ich noch ein weiteres für euch, von dem ich hoffe, dass es euch auf immer an meine Liebe und meinen Glauben an euch beide erinnert. Euer Vater. An inheritance. It would seem the late Archduke penned this missive shortly before his passing. The day before we left for Phoenix Gate. What are these plans he spoke of? His plans for the duchy, Your Grace. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill, who entrusted them in turn to me. The complete emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university to further the development of non-magical technologies. With the blight spreading ever more widely across the twins, Archduke Elwyn saw this as the only means of securing Rosaria's survival. He wished to see men and bearers treated as equals. To see centuries of common wisdom overturned. Small wonder he did not think it achievable within his lifetime. But he thought it achievable nonetheless. Had he not, he would never have written this message. Nor would he have entrusted his vision to his most faithful aides. Those who would have stood with you, shielded you from the machinations of the less benevolent personages at court. It's a pity only they are still with us. 'Tis true that those most loyal to your father were the first to suffer the Duchess's wrath. But one at least remains, and she has come bearing gifts. What do you mean? Mayhap it is better that she explain, my lord. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will and arranging a meeting with the one who might execute it, or a part of it at least. And where is this woman? She awaits you in the archive, Your Grace. Thank you, Cyril. Shall we then? Okay, eigentlich wollte ich ja mit dem nochmal reden. Testament von Großherzog Elwyn. Oh. Einfach in die Luft gesprungen. Die letzte Nachricht des Großherzogs an seine Söhne, die er nicht lange vor seinem tragischen Tod verfasste. Ich verlasse mich darauf, dass du Joshua beschützt.
News has reached us of the black bulk that soars over the strait. Lord Cyril has ordered our survey teams to investigate it forthwith. It would seem that your battle is coming to a head, my lord. I pray that you and your brother will emerge victorious. May the Firebird's flame burn ever in your hearts and guide you back home safely. Mein Gott, die hat ja viel zu sagen. Die hat noch eine Mission. If you have a moment. What is it, Cyril? One of our brethren lately journeyed across the strait in order to pursue a new avenue of inquiry in our ongoing investigation. He sent an owl some while ago, but we have heard naught from him since. Was he surveying another fallen ruin? No. The object of his study was a savior cult that has arisen in Ash in recent years. We believe it may have some connection to the Circle of Malleus, an ancient religion that worshipped Ultima as its god. By gaining an understanding of this new faith, we hoped to learn more of the Circle's original beliefs. And so you sent one of your brothers to Ash? A continent teeming with orcs and Akashic? Fully cognizant of the risks, yes. I entrusted the mission to one of the most able of our order, the Third Chair, a master of the arts of combat and survival both. Though he has been silent for some days now, I have thus far refrained from sending any others in search of him, lest they be lost in turn. Yet, it seemed only right to inform you of the situation, given your unique experience of the perils of Ash. For as you so earnestly advised me, it would not do to abandon a man to his fate, when he might yet be saved. Ewige Pflicht 2. Bei der Suche nach dem dritten Stuhl helfen. Ich werde helfen. It would not. But Ash is a big place. Can you be any more specific? Perhaps. The last owl I received from him mentioned a village where he had heard the cult were wont to assemble. Mickleburg was its name. It lies in the southern reaches of Waloed. If aught ill befell him, I expect it did so there. Right. I'll see what I can do. You are much too kind, my lord. Go then, with my hopes, and may the Firebird's flame ever burn in your heart. Auftrag angenommen. Ewige Pflicht 2. Na gut. When last I heard from him, the Third Chair was bound for Mickleburg. If you mean to seek him out, my lord, I can think of no better place to start. Okay. If this new faith really is an offshoot of the Circle of Malleus, then... Let's concentrate on finding the Third Chair first, shall we? So, in diesem Ort ist doch dieser alte Typ oben. Vielleicht hat Careful how der you pack that leather. was Neues zu sagen. If the people of Nee. Tabor had not built those domes. Ich wollte das schon? Nö. So. Ah, hier. Okay, da muss ich sowieso hin. Da hoch? Nee, hoch. Fantastic. Soft as phoenix down, but tough as boiled bone. That Cyril fellow's an odd fish, don't you think? Well, scholarly sorts like him always are, aren't they? Why won't the sky go back to how it was? I don't like it. Nor do I, dearie. In all my long years, I've never seen such a thing. Okay, na gut. Eigentlich wollte ich nur die Mission annehmen von dem. Da hat es mir gleich eine neue Mission gegeben, beziehungsweise die ich im Versteck angenommen hatte und dann ja, die hier dazu noch. Hier ist das Archiv und da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Episode weiter. Ja, um das zu sehen, müsst ihr natürlich wieder einschalten, also macht das einfach. Bis dahin, ciao!